eingeführt. Generell Hund. Generell Hund. Hund. Generalhund. Generalhund. Es ist unbequem für den Hund. Cleo, komm mal her. Hier, leg dich da auf den Teppich und halt den Rand. Nein, Nee. da ist es bequemer. Hallo und herzlich willkommen hier zurück auf dem Feldpost-Kanal. Heute geht es um ein Thema, in das sich der Peter reingelesen hat, weil ich dazu stetig und ständig zu faul war. Aber irgendeiner muss es ja machen. Ja, Heute geht es um das. Erkennungsmarken. Erkennungsmarken im Ersten Weltkrieg, deutsche Erkennungsmarken im Ersten Weltkrieg und prinzipiell die Entstehungsgeschichte der deutschen Erkennungsmarken. Gab es das erst im Ersten Nein. Weltkrieg? Deswegen. Ah, Die ja. ganze Entstehungsgeschichte bis 1918, ja, so ein bisschen Zweiten Weltkrieg machen wir auch mit rein, aber alle Angaben da sind ohne Gewähr. Genau, es geht erstmal um diese. Viele Leute denken, es gibt nur dieses eine Modell, aber ich habe da mal was vorbereitet. Natürlich nicht in der Tasche, sondern in der anderen Tasche. Herrlich, wenn man sich zwar- selbst bambuselt. Naja, da muss man mal ganz besonders sein. Und zwar hätte ich noch hier sowas, ich hätte noch das und dann noch das und dann das und soll ja nicht zu langweilig werden. Das hätte ich auch noch. Das sind alles so Modelle, die es im Ersten Weltkrieg gab. Ja, Also schnallt euch an, es wird lang. Hauptsache es wird nicht langweilig. Nein, es wird sehr kurzweilig. Hoffentlich. Also für mich war es sehr kurzweilig Ja. in der Recherche. So, also um die Geschichte der deutschen Erkennungsmarken aufzudecken, müssen wir zurückreisen in das Jahr 1866. Kennen wir alle, Deutscher Krieg, 1866. Hier ist der Teil, wo ich erstmal eine Legende vorstelle, also alle Angaben ohne Gewähr. Das ist eine unbestätigte Legende. Man sagt, dass es so gewesen ist, aber ne, ich sage dann Bescheid, wenn die Fakten wiederkommen. Also, es gibt wohl, oder es soll einen Schmied gegeben haben aus Berlin. Der hatte mehrere Söhne im Militär, die natürlich 1866 in den Krieg gezogen sind gegen Österreich und Verbündete. Ja. So, dieser Schmied hat dadurch, dass seine Söhne im Krieg sind, für diese Söhne aus Blech so kleine Marken gebastelt. Wahrscheinlich mit den Daten drauf, damit das Identifizieren im Todesfall einfacher ist. Kennen wir heute alle, war damals neu. So. Genau, und dieser Schmied soll diese Idee der Erkennungsmarke auch an das preußische Ministerium weitergeleitet haben, was dann auch unter anderem dazu geführt haben soll oder beigetragen haben soll, dass dann die ersten Erkennungsmarken nach dem Deutschen Krieg eingeführt wurden. So, das ist jetzt die Legende. Also erst danach, nicht offiziell. Genau. Also er hat in dem Krieg auf Eigeninitiative gehandelt und hat eben seine Söhne ausgestattet und hat dann nach dem Krieg gesagt, Leute, wir könnten ja eventuell was einführen. Ja, ja. So, springen wir in das Jahr 1869, also ein paar Jahre nach dem Krieg. Das preußische Ministerium legt ein Muster vor für eine Erkennungsmarke. So, ob das jetzt damit zusammenhängt oder nicht, wie gesagt, ist Legende. Aber das ist schon mal der Fakt. Die erste deutsche Erkennungsmarke wurde also 1869 vorgeschlagen, eingeführt. Und das war dann das, heutzutage würde man sagen, Modell 1869. Und das hat man quasi eingeführt, damit man den Tod bestätigen kann. Also ich habe mal gelernt, damals, dass die eigentlich ausgegeben wurden, damit man die Leichen noch identifizieren kann, wenn sie entweder stark verwest, stark verbrannt oder ähnliches sind. Richtig, genau. Also der Grund dahinter war, dass man eben Listen anfertigen konnte mit Opfer des Krieges. Okay. Also dadurch konnte man natürlich auch ermitteln, wer vermisst war, wer tot, verwundet, im Lazarett, wie auch immer war. Das war der Sinn dahinter. Was in dem Zeitraum generell eine relative Neuheit war, weil vorher war das ja noch so, dass Offiziere Vorrang hatten, was Beerdigungen anging. Ja? Und
Die Mannschafter, die waren eher so außen vor, die wurden dann entweder liegen gelassen und die Zivilbevölkerung musste sich drum kümmern, hat natürlich erstmal alles genommen, was man noch so verwenden konnte und war dann eben für die Bestattung zuständig. Ja, es gab ja auch viele Massengräber. Ne? Das hört man ja auch gerade auch noch aus dem Deutsch-Dänischen Krieg oder auch aus dem Deutsch-Deutschen Krieg. Da wurden ja auch sehr viele Massengräber noch angefertigt. Richtig, genau. Und dann hat man einfach hingeschmissen. Genau, und das war zu der Zeit eben noch gang und gäbe, dass die Offiziere je nach Rang natürlich und je nach Stand separat beerdigt wurden, so wie man es heute kennt, aber die gemeinen Soldaten alle in ein Massengrab. Ja. Und dann eben auch nicht identifiziert meistens. Ja, klar. Einfach alle rein. Weg. Lost in Action. Genau. Und dann musste man eben darauf hoffen, wer zurückkommt, der wurde dann eben eingetragen und deswegen war das eben nicht so genau. So, 1869 haben wir jetzt also eine Marke. Damals hieß sie, jetzt muss ich es richtig aussprechen, Recognition, dadurch merke ich es mir immer, Rekognitionsmarke. Also Recognition kennt man ja aus dem Englischen, ist ja auch sowas wie Wiedererkennen, Identifizieren. Ja. Also, das ist ein kleiner Zungenbrecher. Das war... Ja, also auch wieder witzig, wenn ich da mal ganz kurz, ich muss nämlich gerade an die österreich-ungarische Armee denken, da hieß das Egalisierungskapsel. Da war das keine Marke, sondern so ein kleines Fach. Machen wir ein extra Video drüber und da stand dann alles auf dem Zettelchen. Mit einem kleinen Zettel, ja. Also viele verschiedene Armeen hatten wirklich die unterschiedlichsten Marken. Ja. Wirklich, also das ist teilweise ganz wild. So, also das erste Modell 1869, war eine eckige Erkennungsmarke. Maße 3 x 4 cm. Und das richtige Modell war, also ich habe die Marken, die ich hier habe, alle selbst angefertigt, weil die gibt es, Spoiler, nicht so wirklich gut zu kaufen. Bei den ganz frühen Modellen 69 war der Rand noch ein bisschen erhöht, also so ein bisschen, das war nicht eingeschlagen, sondern alles in einem gepresst irgendwie. Wenn wir Bilder finden, blenden wir die mal ein. Das war also 4 x 3 cm groß, die Ecken abgerundet und die Informationen, die da drauf standen, waren auf Regimentsebene gestempelt. Das heißt also, diese Marke wurde von einem zivilen Hersteller blanko geliefert und dann auf Regimentsebene eben gestempelt mit ganz simplen Angaben. Die Informationen, die da drauf standen, waren noch relativ einfach. Das heißt also, ganz oben haben wir einmal die Einheit. Das ist bei uns relativ einfach, Infanterieregiment 76. Das war normale Infanterieregimenter. Natürlich gab es zu der Zeit auch noch Garde, Jäger, Ersatzbataillon, Füsilierregiment, irgendwie sowas. Grenadiere und alles sowas. Es gab tausende Arten, die Einheiten drauf zu stempeln. Die einzelnen Bundesstaaten hatten teilweise noch einzelne Kürzel vorher. Zum Beispiel Bayern hatte ein B vor dem Infanterieregiment, um zu zeigen, dass es ein bayerisches Regiment war. Darunter 2C. Das C steht in diesem Fall für die Kompanie, zweite Kompanie. Damals wurde Kompanie noch mit C abgekürzt oder auch mit C geschrieben. Die zweite Zeile ist also für die Kompanie. Und ganz unten sehen wir nochmal die persönliche Nummer des Soldaten. Ja. Mehr hatten wir nicht. So. Wir hatten ja nichts. Wir hatten nichts, genau. Also dieses Modell wurde 1969 offiziell eingeführt. Die ersten Modelle wurden 1870 ausgegeben. Warum? Weil diese Marken nur zu Kriegszeiten ausgegeben wurden. Ah ja, okay, die hatten die dann quasi nicht beim... In Friedenszeiten hatten sie keine Marken. Genau. Ja, worum auch? Ja, ich glaube, heute ist es normal, ne? Oder? Weiß ich nicht. Ich glaube, heute... Ich bin ungedient. Wer bei euch... genau, wer bei der Bundeswehr war, kann das gerne nochmal in die Kommentare schreiben. Genau, diese Marken wurden nur zu Kriegszeiten ausgegeben, deswegen 1870 zur Mobilmachung gegen Frankreich, zum Deutsch-Französischen Krieg, wurden die ersten Erkennungsmarken mehr oder weniger flächendeckend ausgegeben. Es war so ein Schritt-für-Schritt-Prozess, so ein bisschen. Also es hatte nicht jeder Soldat eine Marke unbedingt. Genau, das war dieses Modell. So, dann springen wir in das Jahr 1871. Der Krieg wurde gewonnen. Alle Marken verschwanden wieder zurück im Depot und wurden da eingelagert. So, danach folgten viele Friedensjahre. Trotzdem wurde aber 1878 ein neues Schriftstück veröffentlicht, wo neue Marken angekündigt wurden und auch so ein bisschen die Umgangsweise, wie man mit Marken umgeht, wie sie getragen wurden und so weiter. So, das war also, das Modell kann man nicht sagen, die Modelle 1878. Also es gab parallel verschiedene Formen an Marken. Die waren von der Abmessung her 4 x 3 cm.
Allerdings gab es eckige, das ist das alte Modell, diesmal aber ohne diese Umrandung, die ich erklärt habe, die wir auf den Fotos gezeigt haben. Einfach nur ein plattes Ding. Eine runde Marke, komplett rund und das prominenteste Stück wahrscheinlich die ovale Form. Es gab allerdings Unterschiede. Also die Hersteller, je nach Hersteller, hatten zum Beispiel hier 2 Löcher oben oder ein Loch links, ein Loch rechts. Genauso wie hier 2 Löcher oben oder nur ein Loch, genauso wie hier. Und es gab wirklich verschiedene Formen, je nach Hersteller, je nach Regiment. Es gab noch eins, das haben wir jetzt hier nicht, das ist eine etwas länglichere ovale Form. Also so wie das, nur wirklich lang gezogen. Es erinnert ein bisschen an ein Armband, so ein Medaillon am Armband. Das habe ich jetzt persönlich nur als Offiziersvariante gesehen. Weiß ich nicht, ob das privat beschafft wurde. Auf jeden Fall kann man sich da nicht wirklich festlegen. Es gab wirklich ganz viele verschiedene Modelle. Hintergrund hinter dieser Variation an Formen, die es gab, war, dass man dachte, die werden natürlich nur zu Kriegszeiten ausgegeben. Das heißt, die werden höchstwahrscheinlich, außer die im Depot liegen und wieder ausgegeben werden die höchstwahrscheinlich schnell, also die große Masse an Erkennungsmarken muss schnell gefertigt werden. Ja. Wenn jetzt sofort ein Krieg ausbricht, mein Gott. Hintergrund war, dass viele verschiedene Firmen oder durch diese verschiedenen Formen sollten eine breitere Masse an Firmen Erkennungsmarken sofort herstellen können, weil die denn die Form haben und so weiter. Und genau, so fort. Und wahrscheinlich hat man deswegen mehrere Sachen genehmigt, weil man ja damals auch nichts verallgemeinern konnte. Es gab ja kein DIN, kein RAL, kein gar nichts. Es war nichts genormt und die Firmen mussten dann quasi mit dem arbeiten, was sie haben. Vermutlich haben dann auch die Schriftarten und die Abstände, das hat alles super krass variiert. Ja, genau, da komme ich vor allem im Krieg noch zu, im Ersten Weltkrieg. Ja. Hier war das noch relativ einfach, weil die Stempelung genauso wie im letzten Modell komplett gleich war, außer die Angabe für die Kompanie, denn die wurde in der Zeit mittlerweile auch schon immer öfter als K gestempelt, nicht mehr als C. Ah ja, okay. So, also das war so um 1900 bis 1914, genau, da kam dann eben die Änderung, dass immer mehr mit K geschrieben wurde. So. Diese Modelle hießen dann 1879 schon Erkennungsmarken. Nicht mehr Rekognitionsmarke, sondern Erkennungsmarke. Ja. Ganz einfach. Dann gab es noch Vorschriften. Diese Marken waren laut Vorschrift um den Hals auf bloßem Leibe zu tragen. Sprich unter dem Hemd. Nicht so wie es bei der Wehrmacht dann irgendwann getragen wurde, über dem Hemd, sondern unter dem Hemd auf der nackten Haut. Das war Theorie. Praxis sah dann schon wieder ein bisschen anders aus. War sehr unbequem, vor allem wenn man schwitzt. Richtig, denn man kann sich vorstellen, eine Blechmarke schrubbt rum, wenn man sich bewegt, auf der nackten Haut. Und dann hat man am besten noch dichteres Haar auf der Brust oder so. Und dann, stimmt, das waren ja noch so Zeiten. Das waren noch wilde Zeiten, ja. Und da haben sich die Soldaten gerne selbst beholfen. Die haben dann diese Marken, vor allem im Ersten Weltkrieg, in Lederbeutel aus weichem Leder gepackt. Das ist jetzt nur ein Modell, es gab zig verschiedene. Ja. Denn diese wurden nicht militärisch geliefert und ausgegeben, diese wurden sich selbst beschafft von zivilen Herstellern. Die gab es in dieser Form, in halbrund, mit Druckknopf, ohne Knöpfe überhaupt. Alles gab es. So, das hat dann geholfen, um diverse Abrieb zu mindern. Den Verschleiß zu mindern. Genau. So, dann gab es Vorschriften, wie damit umgegangen werden sollte. Also laut Vorschrift war es so, dass die Marke im Falle des Todes beim Leichnam bleibt. So lange, bis dieser beerdigt wird. Erst dann wird die Marke abgenommen. Ah ja. Auch hier wieder, das ist die Theorie. Im Krieg kommen wir gleich dazu, wie es in der Praxis teilweise gehandhabt wurde. Des Weiteren war es dann zu dem Zeitpunkt schon so, dass jeder Soldat, ob Fronttruppe oder auch frontferne Einheiten, jeder Soldat bekam eine Marke. Das waren die Modelle, die 1914 zum Kriegsausbruch getragen wurden. Aber davor, gehen wir nochmal in das Jahr 1906, da gab es nämlich eine überarbeitete Genfer Konvention, ein Abkommen, was ab da beschrieb, dass jede Armee, die siegreich auf dem Felde war und das Schlachtfeld unter Kontrolle gebracht hat, musste Maßnahmen ergreifen, um alle verletzten, toten Soldaten zu suchen und zu schützen vor Raub,
Plündereien und also Misshandlungen. Feindlich und eigene. Alle. Ja. Also es steht wirklich drin, alle Kriegsopfer sollen gefunden und geschützt werden, die Verletzten und Kranken in ein Lazarett und alle Informationen auf eine Liste zu der nächsten zuständigen Behörde. Ja. So, alle. Auch wenn das jetzt Verbündete sind oder so. Ne? Da stand auch drin, dass allen Opfern, allen toten Soldaten die Erkennungsmarken abgenommen werden sollen. Diese sollten auch zur zuständigen Behörde dann eben weitergegeben werden. Das heißt also, 1906 wurde schon gesagt, alle Erkennungsmarken mussten eingezogen werden. Es wurde aber nicht gesagt, denn das wurde abgelehnt, dass jeder Kombattant eine Marke tragen muss. Okay. Also wenn vorhanden, muss sie alle eingesammelt werden, aber nicht jede Armee hatte zu dieser Zeit schon Erkennungsmarken. Okay, krass. Also klar. So, also es gab auch verschiedene Armeen, die hatten dann nur Papiere, Soldbuch, keine Ahnung, irgendwie sowas. Also ich weiß, die Armeen, die Marken hatten, waren wie gesagt die Deutschen, die Franzosen, die hatten auch so kleine Handgelenkskettchen. Die Briten auch, da bin ich mir aber nicht so 100%. Da weiß ich es nämlich nicht, da komme ich nämlich ins Straucheln und die Österreicher hatten halt wie gesagt ihre Egalisierungskapsel. Aber die Briten hatten, glaube ich, zu Beginn des Ersten Weltkriegs schon welche. Die haben sich in der Zeit entwickelt, zwischen 1900 und irgendwie so. Eine genaue Zeit kann ich nicht sagen. Ja. Anderes Video. Britenvideo. Britenvideo eines Tages. Zu diesen Franzosen, da kann ich noch was sagen. Während des Deutsch-Französischen Krieges haben die Franzosen natürlich bemerkt, die Deutschen haben Erkennungsmarken. Und deswegen haben sie dann 1881 ihre eigenen Erkennungsmarken eingeführt. So, das war jetzt das. Genau, Genfer Konvention. Jetzt springen wir in den August 1914. Mobilmachung, ganz viele junge Männer kommen in die Kasernen, müssen eingekleidet werden und bekamen Erkennungsmarken. Natürlich wurden die ganz alten Erkennungsmarken, die damals getragen wurden, wieder ausgegeben. Alles, was man im Depot noch hatte, wurde nochmal ausgegeben. Das heißt also auch die 1869er Marken wurden noch ausgegeben, aber selten. Und da hat man dann quasi wahrscheinlich einfach nur die Soldatennummer durchgestrichen drauf? Da bin ich mir gar nicht sicher, ob das bei den frühen Modellen so ist. Bei den späteren, ja, da haben sie was durchgestrichen, da weiß ich es nicht. Weil hier sind so wenige Infos, ich glaube, da haben sie die Marken noch selber gestempelt. Aber da bin ich mir nicht sicher. Ich habe eben noch kein Modell gesehen, wo irgendwas durchgestrichen war. Von Fotos her würde ich sagen, dass dieses ovale Modell am gängigsten war 1914. Aber ich habe Fotos gesehen, da war alles schon drauf. Also auch die ganze Variation an Löchern und gab es alles 1914. Denn es gab keine einheitlichen Marken. Man musste ja schnell produzieren. Was ich mal noch gesehen habe, es gab auch noch irgendwie welche aus Messing oder aus Tombark. Da kommen wir dazu, genau. Also die ersten Modelle, ich bin mir nicht sicher, aus welchem Metall die waren, aber auf Fotos schimmern die leicht bläulich. Die müssten, glaube ich, aus Messing, Bronze, irgendwie sowas gewesen sein. Da habe ich noch nichts zu gefunden. Die späteren Modelle ab 1878 durften hergestellt werden aus Aluminium, aus Zinn, aus Zink und aus Gusseisen. Das waren die zugelassenen Materialien, die man dafür nehmen konnte. So, die Stempelung, die wir angesprochen haben, auch mit diesen Garde, Füsilier, Ersatzbataillon, bla bla bla, ist sehr kompliziert. Und jetzt stellt euch mal vor, ein Brite kommt und findet eine Marke und sieht dann hier am besten noch ein B davor für Bayern und denkt sich, ja, was ist das denn? Und schreibt irgendwas auf, was er denkt. Ja. Also es führte zu sehr viel Verwirrung und sehr viel Verwechslung, dieses Modell. Hat man sich natürlich überlegt, wie macht man das jetzt? Also hat man im August 1915 entschieden, es müssen neue Marken her. Wie ihr schon seht, die sind deutlich größer, die sind oval geformt. Die genaue ovale Form, die variiert auch ein bisschen je nach Werkzeug, was die Firma eben zur Verfügung hatte. Also ob es jetzt ganz oval war oder ein bisschen dicker, egal. Deutlich größer. Und was die Infos auf diesen Marken angeht, seht ihr schon, hier steht viel mehr drauf. Also ganz oben haben wir einmal den Klarnamen. Das heißt, der komplette Name des Soldaten wurde aufgestempelt. Darunter haben wir den Geburtsort. Da war das allerdings so, wie wir vorhin schon mal ein bisschen angeschnitten haben, die Stempelung, also die Information, die da drauf steht, war überall geregelt. Aber die Variation, wie es gestempelt wurde, die war total unterschiedlich. Hier haben wir zum Beispiel einfach nur Geburtsort, nur die Stadt. Es gibt aber auch Versionen, wo nicht nur die Stadt, sondern auch die Adresse draufsteht. Ja, hier haben wir zum Beispiel Lübeck und dann haben wir
auf einer anderen Marke Lübeck und dann die Straße mit Hausnummer. So, das ist sehr unterschiedlich gewesen. Darunter oder daneben, wie gesagt, je nach Menschen, der das gestempelt hat, haben wir dann das Geburtsdatum, entweder so ausgeschrieben wie hier oder eben mit Abkürzung nur 89, Entschuldigung. Und darunter haben wir dann die Einheit, also das, was vorher drauf gestempelt war auf den alten Marken. So, und wie ihr hier schon sehen könnt, ist hier die erste Einheit durchgestrichen. Das hat man dann gemacht, dadurch, dass im Ersten Weltkrieg eine enorme Verlustzahl vorherrschte. Und viele Soldaten, wie zum Beispiel, können wir ein Lied von singen, die 76er, die Hamburger, die wurden im Krieg mehrfach fast komplett ausgelöscht. Und wieder neu aufgestellt. Und mussten neu aufgestellt werden. Da könnt ihr euch vorstellen, dass viele Soldaten innerhalb des Regiments die Kompanie gewechselt haben oder die Regimenter gewechselt haben. Ja, oder es wurden ganze Kompanien zu anderen Regimentern geschoben. Genau. Also das war nicht unüblich, dass man halt eben, da war man jetzt vorgestern, wie gesagt, noch beim IR 75 und dann hat das IR 76 krasse Verluste erlitten, also muss das IR 75 eine 8. Kompanie abgeben. Nur so als Beispiel. Das konnte aber auch völlig wild sein. Also da, ich kenne das auch von dem hannoveranischen Regiment 71, die mussten auch immer viel an die 76 abgeben, weil die viel miteinander gekämpft haben. Dazu muss man auch sagen, die Hamburger Regimenter und generell die Hansestädte, die hatten ja weniger Mannstärke als andere Regimenter. Ja, weil es eben nur Hansestädte waren im kleineren Bereich. Richtig. Egal. So, also wenn der Soldat die Einheit ändert, wechselt, dann wurde die alte Einheit durchgestrichen. Entweder so wie hier zu sehen mit Querstrichen oder einmal komplett durchgestrichen, wie man es aus der Schule kennt. Ja. Oder gekreuzt, das gab es auch. Es gab alles, ja. Genau. Es gibt sogar Marken, da ist das so komplett vollgeschrieben, dass sie auf der Rückseite weitergemacht haben. Ja, das habe ich auch schon gesehen. Also gab alles. Der Gedanke dahinter war, dass die obere Hälfte beschrieben wird und die untere Hälfte wird freigelassen, um eben diese um Platz für Aktualisierung zu haben. So, dieses Modell wurde im August 1915 beschlossen und im September 1915 ausgegeben. Ja. Dieses Modell sollte vornehmlich aus Zinkblech hergestellt werden. Also keine verschiedenen Materialien mehr, denn Alu, Messing, alles brauchte man für den Krieg. Ne? Zinn ja auch für die Kochgeschirre und sowas alles. Ja. Alles brauchte man woanders, deswegen Zinkblech. Wie wir vorhin schon gesagt haben, die Theorie, wie mit Leichnamen gehandhabt werden sollen, ist, die Marken bleiben am Körper, solange bis er beerdigt wird. Es gibt allerdings Berichte von anderen gängigen Methoden. Zum Beispiel wurde die Marke sofort abgenommen, ne, dadurch, dass man eben alle sofort identifizieren wollte. Man hat dann Zettel mit Namen des Verstorbenen und Daten des zugehörigen oder des zuständigen Feldwebels aufgeschrieben. Naja, und hat die der Leiche dann in die Taschen gepackt. Genau, und den Zettel dann eben am Leichnam befestigt, wie auch immer. Problem dabei ist, wenn die Leiche eben länger rumliegt und es regnet, ist der Zettel dann irgendwann nicht mehr lesbar oder er verschwindet, wie auch immer. Ja, oder auch, wenn eine Leiche verwest, die sondert ja, wenn es nicht gerade knüppelwarm ist, auch Flüssigkeit ab und dann hast du ja einen Zusatzstoff da dran. Dann. Richtig, genau. Ja. Und je nachdem, wie der Mensch eben zugerichtet ist. Da weiß man nicht, ob er da noch Sachen anhat oder egal. Deswegen sind diese Zettel oft verschwunden, was ein bisschen doof ist. Wenn man dann da steht und denkt sich jetzt, hat er die Marke nur verloren oder wurde er schon identifiziert? Ja, Keine Ahnung. Im Zweifel wird er dann ignoriert und dann ist er vermisst bis heute. Dann ist er vermisst, genau, ja. Richtig. Das führte dazu, dass ein neues Modell eingeführt wurde, nämlich genau ein Jahr später, Ende 1916. Da haben sie sich gedacht, Mensch, wir müssen irgendwie dafür sorgen, dass die Marken am Körper bleiben. Ende 1916 hat man sich dann gedacht, wir führen das Modell 1916 ein. Ja gut, das hat man sich wahrscheinlich nicht gedacht, aber die haben wahrscheinlich gedacht, wir führen eine neue Marke ein. Genau. Und wir uns jetzt 120 Jahre später haben uns gedacht, da haben sie das Modell 1916 eingeführt. Genau. Also im Sammlerjargon sagt man jetzt... Das sind übrigens erst 110 Jahre. Ich habe alle meine 120 Finger genommen. Echt? Oh, scheiße. Na gut. Also das ist das Modell 15, das ist jetzt das Modell 16. Wenn man das jetzt im Sammlerjargon irgendwie aussprechen möchte. Das ist also das Modell 1916. Allerdings
Ich habe das Modell 1916 nicht hier, das ist jetzt das spätere Modell, wozu wir gleich kommen. Denkt euch dieses Loch hier unten weg, dann ist es das Modell 1916. Also, was wurde geändert? Wie ihr unschwer erkennen könnt, wurden horizontale Schlitze eingeschlagen, die als Sollbruchstelle dienen sollen. Wie gesagt, dieses Loch hier unten gab es nicht, es gab nur die beiden oben. Die Daten, die auf dieser Marke stehen, wurden in kleineren Buchstaben auf der oberen Hälfte eingeschlagen und dieselben Daten von oben wurden hier unten nochmal kopiert, also nochmal unten eingeschlagen. Dieses Modell wurde im November 1916 eingeführt. Generell wurden alle Marken im Ende des Jahres eingeführt, im Herbst. Jedes Jahr, ja. Warum auch immer, keine Ahnung. So, Hintergedanke hinter diesen Schlitzen, wie ihr euch schon denken könnt, sind Sollbruchstellen. Der Soldat, der Gefallene, trägt also diese Marke. Man geht hin und bricht die untere Seite ab. So hat man in der Hand die Information des Gefallenen und der Gefallene hat die Information trotzdem noch am Körper. Und man sieht auf den ersten Blick, dass unten abgebrochen ist und dass der schon identifiziert wurde. Genau. Und so ist es ja auch bis heute. So ist es bis heute, genau. Das ist sozusagen der Grundstein der heutigen Erkennungsmarken. Genau. Ist ja auch ein Patent. Ne? Also warum genauso funktioniert es? Man hat eine Information am Verstorbenen, man hat eine Information für der den Verstorbenen aufnimmt. Und also es gab ja auch keinen Grund daran, was zu ändern. Ich glaube, nur heutzutage bei der Bundeswehr sind sie noch mal bedeutend größer. Die sind ein bisschen größer und sind natürlich auch unterteilt in Blutgruppe und den ganzen Kram. Genau. Aber das ist der Grundstein, der gelegt wurde 1916. Ja. Es war auch ein ausgeklügeltes Patent, theoretisch. Jedes Mal, wenn eine neue Marke eingeführt wurde, wurde den Soldaten eine Ansage gemacht, dass jeder Soldat schnellstmöglich sich eine neue Marke zu besorgen hatte oder die alte Marke den neuen Anforderungen gerecht zu machen. Das heißt also, wer eine frühe Marke hat, diese kleinen, musste die abgeben und bekam eine ovale, neue, eine große. Wer jetzt allerdings eine 1915er Marke hat, wo eigentlich ja nur die obere Seite eingeschlagen wurde, der konnte die beim Regimentsschmied oder wie auch immer umbauen lassen, dass sie eben diese Schlitze hat und unten nochmal die kopierte Information. Und das haben sie dann einfach auf die Rückseite gestempelt, oder was? Unterschiedlich. Okay. Also wenn das wirklich nur so war, dass hier oben nur beschrieben wurde, auf der oberen Hälfte, dann hat man nochmal auf der unteren Hälfte alles kopiert und in der Mitte Schlitze nachträglich eingefügt. Ja. Wenn allerdings, so wie hier, die alten Regimenter schon durchgestrichen waren und kein Platz mehr war, dann wurde es teilweise so gemacht, entweder wurde die Marke abgegeben oder man wollte ja nicht unbedingt immer alles wegschmeißen. Man hat die Information, die hier unten nicht mehr hinpasst, auf die Rückseite geschrieben. So, und also man hat es dann auf der Rückseite so gemacht, dass man hier unten auf der Rückseite eben die komplette Information hat und hier oben auch nochmal die Information. Ja, also wenn man es dann abbricht, muss man es nur umdrehen. Genau, und dann wurde nachträglich eben eine Sollbruchstelle erschaffen. Es gibt die wildesten Erkennungsmarken, also wirklich. Es gibt welche, die wurden fachmännisch gemacht, so richtige Schlitze. Es gibt aber auch welche, die wurden einfach nur willkürlich gemacht. Also teilweise so nicht in der geraden Linie, sondern umrandet, ne, wenn da ein bisschen mehr bedruckt, eingestempelt war und sowas. Um von diesem Modell zu diesem zu kommen, haben einige das entweder richtig schön reingeprügelt. Es gibt aber auch welche, die haben sich dann Löcher reingebohrt oder reingeschlagen. Und es gibt ein ganz wildes Modell, was ich schon auf mehreren Bildern gesehen habe. Das muss ich natürlich gleich reproduzieren. Man hat sowas gemacht. Man hat hier einfach ganz oft reingestempelt, sodass man eine Sollbruchstelle hat, einen Schwachpunkt, und hat dann unten einfach die Daten nochmal raufgeschrieben. Fand ich witzig, habe ich nochmal gleich nachgebaut. So, das wurde also oft gemacht. Oder es wurde einfach eine neue Marke eingeführt. Im September 1917, was hat man sich da gedacht im preußischen Ministerium? Was haben wir schon lange nicht mehr gemacht? Eine neue Marke eingeführt. Neue Erkennungsmarken eingeführt. Ja. Hintergrund ist, dass die Schlitze bei der 1916er Marke, die wir nicht da haben, deswegen habe ich das Modell provisorisch, exemplarisch gezeigt, die Schlitze waren ein bisschen weiter. Das heißt, also es konnte dazu kommen, dass die aus Versehen beim Tragen abbrechen. Deswegen haben sie die Schlitze verkleinert und unten wurde ein Loch gestempelt, eingeschlagen, einfach nur, dass
die arme Sau, die die ganzen Marken einsammeln musste von den noch ärmeren Schweinen. Ja. Konnte die dann auffädeln? Konnte die dann auf so ein Halsband oder sowas auffädeln und dann seinem vorgesetzten Feldwebel abgeben. So, das war das letzte Modell im Krieg und so ist es mehr oder weniger auch durch den Zweiten Weltkrieg geblieben, von der Form her, von der Größe her. Es gab natürlich jetzt auch Truppen, die höhere Wahrscheinlichkeiten hatten, gefangen genommen zu werden, zu sterben, wie auch immer. So wie Sturmpioniere, wie auch immer, die haben dann teilweise ihre Schulterklappen abgenommen und die haben auch vor heiklen Einsätzen ihre Erkennungsmarken abgenommen bekommen. Ja, Einfach klar. weil sie dann natürlich die Informationen nicht an den Feind weitergeben wollten. So, ich bin mir nicht sicher, da könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr es besser wisst. Ich weiß nicht, ob die teilweise auch nur mit Nummern oder mit Abkürzungen gestempelt wurden. Denn so war es ja später bei der Wehrmacht. Ja. Eben aus dem Grund, weil man die Informationen nicht an den Feind weitergeben wollte. Da hat man dann nicht mehr den Klarnamen geschrieben, sondern nur noch Abkürzung, Einheit, Nummer, fertig. So. Ich weiß nicht, ob es im Ersten Weltkrieg bei Sturmtruppen und so auch schon so war. Ich bin der Meinung, also es steht auf jeden Fall drin, dass die abgenommen wurden, die Marken vorher. So, das war das letzte Modell. Danach hat sich nichts mehr geändert. Wie ihr schon seht, wurden diese Marken mit einem bunten Halsband ausgegeben. Das hier zeigt die Landesfarbe an. Ich habe eine Grafik gemacht, die blenden wir euch ein. Da stehen alle, soweit ich weiß, alle drin, alle Bänder. Zum Beispiel Schwarz-Weiß für Preußen etc. pp. Naja, Blau-Weiß oder Weiß-Blau für Bayern. Ja, und für Schwarzburg ein anderes Blau. Richtig, Genau. und Sachsen hatte dann noch eigene. Jetzt in unserem Fall zeigt das natürlich die hanseatischen Farben. Genau, aber welche auch die hessischen Farben sind zum Beispiel. Also Hessen und die Hanseaten hatten Weiß-Blau, Weiß-Rot. Ja. Genau. Weiß-Blau vor allem. Weiß-Blau. Genau. Es gab aber auch nicht selten Marken, die mit einem Hanfband um den Hals getragen wurden. Einfach Ja, weil ich auch schon gesehen, buntes Garn irgendwann Mangelware war. Die Kaiserliche Marine hatte andere Marken, die hatten eigene. Da kommen wir vielleicht mal zu einem anderen Zeitpunkt nochmal drauf zurück. Und mal ein Marine-Erkennungsmarken-Video. Genau, weil die waren ein bisschen anders. Die hatten dann schwarz-weiß-rote Bänder. Und waren, glaube ich, aus Messing. Ich bin mir nicht sicher. Offiziere hatten zum Beispiel die frühen Modelle oft eingraviert. Nicht eingeschlagen, ihre Sachen, sondern eben eingraviert mit Dienstgrad etc. richtig schick gemacht. Das war natürlich alles selbst beschafft. Ja. Im späteren Modell war es, glaube ich, nicht mehr so. Und Offiziere haben das, glaube ich, auch oft als Armband getragen. Ja, genau. Dieses längliche Modell, was ich erzählt habe, das aussieht wie ein Armband, das wurde, glaube ich, auch als Armband benutzt. Ja. Und dann eben mit Gravur und sowas. Das Problem ist natürlich, wenn man durch unglückliche Umstände seinen Arm verliert, verliert man auch die Marke. Aber Weg. lebt noch. Ja. Blöd. Aber der Arm nicht mehr. Der Arm lebt nicht mehr, das stimmt. Wir würden jetzt zwar noch unheimlich gerne darüber reden, wo ihr diese Markenmodelle bekommt. Müsst ihr selber basteln. Ja, also genau, Marken ist mit viel Selbstaufwand verbunden. Ihr kriegt nur das späte Modell, das 1917er Modell, als Reproduktion bei unter anderem Nestorf. Aber es gibt die, glaube ich, auch in gealtert, so wie die hier, die ich habe. Das ist die einzige, die ich mir gekauft habe. Die anderen habe ich alle selber gemacht, weil die gibt es leider so nicht. Da müsst ihr einfach Zinkblech kaufen, Blechschere ausschneiden und dann Schlagbuchstaben kaufen. Oder ihr lasst das bei einem Schmied oder Schuhmacher, Schuster, keine Ahnung, irgendwo machen. Ich glaube sogar Schlüsseldienst müsste auch so Schlagbuchstaben. Genau. Also ihr müsst ihn nicht rufen, um Gottes Willen, schon eigentlich nach 20 Uhr, dann wird es teuer. Aber wenn ihr im Baumarkt seid, da gibt es bestimmt jemanden, der euch das prägen lässt. Genau, was ihr machen könnt, ist Originale nehmen. Ihr wisst ja die Maße, 4x3, 7x5 cm. Zieht euch das groß auf dem Bildschirm und dann könnt ihr nachmessen, wie groß die Buchstaben sein müssen. Genau. So habe ich das bei denen hier gemacht. Ich glaube, das sind 5 mm Buchstaben bei den frühen. Ja. Genau. Genau, also wie gesagt, das war eine kurze Kaufberatung. Da müsst ihr ein bisschen selber basteln. Das ist in dem Hobby aber auch nicht so gänze unüblich. Aber es ist auch egal eigentlich. Da die laut Vorschrift auf bloßem Leibe unter dem Hemd getragen wurden, wir rennen schon oben ohne rum in dem Hobby. Ja, wir nicht. Ja, wir nicht, wir tätowierten Wir sind Schwerverbrecher. ja voll gehackt. Mit Feindsymbolen auf der Haut. Wir dürfen immer schwitzen, egal bei welchem Wetter. Richtig, wir dürfen noch nicht mal die Ärmel richten. Gut, also wird albern. Aber es gab auch viele Soldaten, die Erkennungsmarken in die Uniform genäht haben oder anders getragen haben. Das ist eben so eine Eigenschaft im Ersten Weltkrieg. Theorie sagt, auf bloßer Haut, die haben gemacht, was sie wollten. Praxis ist eine andere. Genau. Gut. Dann, wenn ihr noch Fragen dazu habt,
oder irgendwas besser wisst, schreibt es unten in die Kommentare. Schreibt gerne noch irgendwas in die Kommentare. Wir geben uns Mühe, das zu lesen und zu kommentieren, je nachdem, ob wir dazu was sagen können oder nicht. Schließt ein Abonnement ab, damit ihr die anderen Videos nicht verpasst. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder mit irgendeinem Quatsch. Also, bis dahin. Tschüss.